Dieses Video beschäftigt sich mit der Bewegung über Network Nodes. Network Nodes können an beliebigen Positionen im Modell positioniert und dann über A-Verbindungen miteinander verknüpft werden. An das Netzwerk angebundene Task Executor bewegen sich entlang der dabei entstehenden Pfade. Über das erneute Ziehen einer A-Verbindung kann der Modus eines Pfades gewechselt werden. Ein gelber Pfeil zeigt an, dass sich Task Executor an diesem Pfad nicht überholen dürfen und gegebenenfalls einen Minimalabstand einhalten müssen. Wird die Verbindung in eine Richtung entfernt, indem während des Ziehens der Verbindung Q statt A gedrückt gehalten wird, färbt sich der Pfeil rot. Der Pfad kann in der entsprechenden Richtung dann nicht mehr genutzt werden. Task Executor werden ebenfalls über A-Verbindungen an das Netzwerk angebunden. Zwischen dem Task Executor und dem Netzwerk, mit dem dieser verbunden ist, wird eine rote Linie dargestellt und die Navigatoreinstellung ändert sich auf Default Network Navigator. Damit ein so angebundener Task Executor sich zu einem Objektemodell bewegen kann, muss dieses ebenfalls mit dem Netzwerk verbunden sein. Diese Verbindung wird durch eine blaue Linie dargestellt. Weist ein Travel Task einen Task Executor an, sich zu einem Objekt zu begeben, so wird er sich entlang der Netzwerkpfade zum nächstgelegenen, mit dem Objekt verbundenen Network Node bewegen. Sobald er dort ankommt, endet die Travel Task. Die Entfernung zwischen Network Node und Objekt ist dabei egal. Sofern Offset Travel nicht durch die entsprechende Einstellung in den Eigenschaften des Task Executors deaktiviert ist, bewegt er sich im Zuge dieser frei vom Network Node weg zur Zielposition. Zu Beginn der nächsten Travel Task bewegt sich der Task Executor dann zunächst zurück zu seinem aktuellen Network Node und bewegt sich dann wieder entlang der Pfade. Durch das Ziehen einer D-Verbindung kann der Task Executor in dieser Situation sein Network Node ändern, sofern der neue Node näher gelegen ist und über eine solche Verbindung mit dem aktuellen Node verfügt. Über das Traffic Control Objekt kann die Anzahl an Task Executern, die sich gleichzeitig in einem Abschnitt im Netzwerk aufhalten dürfen, festgelegt werden. Network Nodes sind ein einfaches Werkzeug, um Wege für Task Executor festzulegen. Ein entsprechendes Netzwerk lässt sich vergleichsweise schnell und unkompliziert erstellen. Insbesondere das Zeichnen von Kurvenabschnitten ist im Vergleich zu HGV-Netzwerken ungenauer bzw. aufwendiger. Auch bei der Kollisionsvermeidung bietet das HGV-Netzwerk mehrere Vorteile. Network Nodes eignen sich daher vor allem für Anwendungen, bei denen diese Aspekte nicht bzw. kaum zum Tragen kommen, zum Beispiel beim Personenverkehr innerhalb einer Werkshalle.